Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Nach 3 Unentschieden in der Liga am Stück gegen Gegner, die Real Madrid an sich überrollen müsste, brennt es bei Real Madrid. Die ersten Pressehäuser berichten davon, dass sollte Real Madrid morgen gegen Athletic Bilbao in San Mamés nicht eine Reaktion zeigen, die Tage von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid gezählt sein könnten. Was da los ist, wer das berichtet, meine Meinung dazu erfahrt ihr natürlich in dem Video. Dann schauen wir uns an, wie geht es weiter bei Real Madrid. Wie gerade berichtet, morgen haben wir bereits unser nächstes Spiel. Dann unterhalten wir uns auch über eine Neuigkeit, die aus Deutschland gestern gekommen ist. Real Madrid möchte Nathaniel Brown, den linken Verteidiger von Eintracht Frankfurt. Auch dazu kriegt ihr die Information. Und zu guter Letzt ist Endrick gestern weinend auf der Ersatzbank von Real Madrid zusammengebrochen. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir zunächst einmal mit der ersten Nachricht an. Ich bin da auch relativ häufig gestern auf Twitter verlinkt worden. Danke dafür an euch. Jeder, der noch kein Follow dagelassen hat, auf Twitter heiße ich übrigens genau wie auf YouTube auch Real Mario 1902. Ja, auf jeden Fall bin ich mit diesem Bild verlinkt worden. Einem Endrick, der weinend auf der Ersatzbank von Real Madrid saß. Und ich fände es sehr heuchlerisch von mir, wenn ich darüber berichtet hätte, dass ein Hansi Flick letztens weinend auf der Ersatzbank war oder ja, das Gesicht voller Tränen und ein Rafinha ihn beruhigen müsste und ich dann bei Endrick so tue, als wenn ich das nicht gesehen hätte. Aber, Leute, dieses Foto ist fake. Das ist ein AI-Foto. Das ist das Originalfoto. Also ein Endrick sieht natürlich nicht glücklich aus, sieht aus, als wenn er zurzeit nicht viele Freunde hat, aber der weint nicht. Ein Endrick, ich meine, der hätte alle Gründe zum Weinen, wenn man überlegt, wie ein Xabi Alonso mit ihnen umgeht. Denn das ist quasi der einzige Punkt, bin ich ganz ehrlich, wo ich seit Anfang der Saison nicht der gleichen Meinung bin wie Xabi Alonso. Am Anfang der Saison war ich noch ein sehr überzeugter Xabi Alonso-Fan, bin ich immer noch, also dazu komme ich gleich aber auch noch. Aber fast alles, was er entschieden hat, war ich super einverstanden mit. Ich hätte fast alles genauso entschieden wie er am Anfang der Saison. Zurzeit gibt es immer mehr Entscheidungen, wo ich denke, was machst du denn da? Wieso gibst du einem Gonzalo keine Chance? Wieso gibst du einem Endrick keine Chance? Wieso kriegt Rodrigo immer wieder eine Chance? Wieso tust du Gonzalo rein und holst Trent Alexander raus, der dir die Flanke geben kann? Also inzwischen gibt es Entscheidungen, die ich nicht verstehe. Am Anfang der Saison war es anders, aber eine Sache, die ich seit Anfang der Saison anders sehe als Xabi Alonso, ist Endrick. Für mich ist das ein Spieler mit so einem enormen Potenzial, so flink, so schnell, so arbeitsintensiv, der lebt Fußball, hat dazu einen linken Schuss wie kein anderer in unserer Mannschaft. Also, meiner Meinung nach hätte der Brasilianer viel mehr Chancen verdient. Es ändert aber nichts daran, dass das Foto gestern fake war. Er war sehr traurig, hat also nicht geweint, wollte ich nur einmal von Anfang an klargestellt haben. Geweint habe ich und mein Herz, da ich mir den Fußball von Real Madrid anschauen muss. Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe Angst vor unserem Spiel morgen. Wir haben ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao. Heute übrigens auch Spitzenfußball in der spanischen Liga. Der FC Barcelona trifft auf Atletico Madrid. Die einzige gute Nachricht, es können nicht beide gewinnen, also irgendeiner wird Punkte lassen. Wenn es nach mir geht, sollen sie beide verlieren. Vielleicht ein Unentschieden wäre das Beste. Naja, auf jeden Fall, das ist ein absolutes Spitzenspiel heute Abend. Atletico Madrid kommt aus einer sehr guten Dynamik. Der FC Barcelona, ja, gewinnt seine Spiele. Sind wir mal gespannt, wie das heute endet. Und morgen müssen wir dann ran in San Mamés gegen Athletic Bilbao. Ich kann euch so viel verraten. Athletic Bilbao ist eine deutliche Stufe über Elche, Rayo Vallecano und Getafe. Also wenn wir annähernd die Leistung der letzten 3 La Liga-Spiele bringen, gehen wir da morgen unter. Ja, und bevor wir uns das Training von unseren Jungs anschauen und mal schauen, ob die zumindest da eine Reaktion zeigen,
auf den Scheiß, den die sich da die letzten Wochen zusammenkicken. Also ich drücke natürlich die Daumen. Wollte ich euch noch einen Hinweis geben. Ihr wisst, auf diesem Kanal halte ich mich, was Werbung angeht, sehr, sehr zurück. Aber heute ist eure letzte Chance. Ihr könnt heute nicht nur den Kanal unterstützen, ich wäre euch natürlich sehr dankbar, denn heute endet die Black Week für Holy. Und denkt dran, jeder, der heute noch bestellt, egal was bei Holy, und bitte im besten Fall einen meiner 2 Codes benutzt, Ala Madrid 5 für Neukunden, 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung oder für die Bestandskunden einfach nur Ala Madrid 10% Rabatt auf jede Bestellung, selbst wenn die schon rabattiert ist. Also, wie gesagt, nutzt eure Chance, heute die letzte Chance auf den goldenen Lollipop, der ist circa 50.000 Euro wert und die 3 Goldmünzen, die sind jeweils 10.000 Euro wert. Also nutzt eure Chance, wenn ich euch irgendwas empfehlen darf. Geschmäcker sind unterschiedlich, also was mir schmeckt, muss nicht euch schmecken. Ich liebe das neue Tangerine Tarantula, aber das bin ich. Also das ist dieser kleine Bad Boy hier. Also ich feiere den. Aber wenn ihr sagt, ich habe da noch nie bestellt, ich weiß nicht, was mir schmeckt, nehmt doch einfach das Starterpaket. Das ist zurzeit 10 Euro reduziert. Und auf die 10 Euro kriegt ihr noch den Neukundenrabatt oder die 10%, dann habt ihr es nochmal günstiger. Ich drücke jedem einzelnen von euch die Daumen. Holt euch die 50.000 Euro, holt euch sonst die 10.000 Euro und ich wäre unendlich happy, wenn es einer aus meiner Community wäre, der diesen Preis holt. Ja, wie dem auch sei, jetzt ab zum Training von Real Madrid. Ja, am Anfang der Saison hatte ich noch so eine Illusion bei diesen Trainingseinheiten. So eine Intensität, so viele Tore etc. Boah, und inzwischen habe ich sogar ein bisschen Abscheu vor den Trainingsvideos. Ich habe so eine Wut in mir, dass ich denke, ja, was bringt es mir, dass ihr beim Training jeden Ball links oben reinschießt, wenn ihr beim Spiel nicht abliefert? Wenn ihr absoluten Dreck spielt, ohne Kombination und ohne Intensität, ohne die Möglichkeit, überhaupt Torchancen zu generieren. Also, wie dem auch sei, inzwischen hat sich meine Meinung zu diesen Trainingseinheiten sehr verändert. Ja, ich bin ein bisschen satt, der Mannschaft ein bisschen überdrüssig und ich bin auch nicht zufrieden mit Xabi Alonso. Aber da wollte ich mal in eigener Sache ein bisschen einstehen. Wenn ich Präsident von Real Madrid wäre, oder jetzt einfach nur als Fan, bin ich immer noch der Meinung, das Beste, was Real Madrid passieren könnte, ist, wenn Xabi Alonso die nächsten 20 Jahre Trainer von Real Madrid wäre. Zum einen würde das bedeuten, dass wir sehr erfolgreich wären sportlich und zum anderen glaube ich, er ist vom Taktikverständnis, vom modernen Fußball vielleicht der beste Trainer der Welt, auf jeden Fall einer der besten Trainer der Welt. Aber, weil gestern mir jemand versucht hat, einen Strick aus meiner Aussage zu machen, dass ich gesagt habe, wir müssen langsam auch über Xabi Alonso diskutieren. Ich möchte Xabi Alonso als Trainer. Ich möchte nicht eine Marionette von Vinny, Bellingham etc. als Trainer. Ich möchte den Xabi Alonso, den Florian Wirtz auf die Bank gesetzt hat, weil der 5 Minuten zu spät zum Teamtreffen gekommen ist. Und das bei einem Auswärtsspiel in Borussia Dortmund. Dem wohl schwersten Spiel nach den Bayern, das du in der Bundesliga haben kannst.
Den Xabi Alonso, der seinen Fußball spielt. Der Xabi Alonso, der seine Mannschaft dazu bringt, vorne zu pressen. Der die Mannschaft dazu bringt, intensiv in jeden Zweikampf zu springen und seinen Fußball zu spielen. Der Xabi Alonso, der nach Leistung aufstellt, nicht nach Namen. Und den Xabi Alonso habe ich seit Anfield nicht mehr gesehen. Und deshalb sage ich ja, mir geht es nicht mal um die Ergebnisse, die dramatisch schlecht sind gegen die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Mir geht es noch nicht mal um den Fußball, der absolut grausam ist und scheiße, was wir gerade zurzeit spielen. Mir geht's ja um seinen Charakter. Mir geht's darum, dass er wieder er selber ist. Und wenn er wieder er selber ist, dann sage ich immer noch, Xabi Alonso ist der perfekte Trainer für Real Madrid. Also um das einmal klarzustellen, bevor mir irgendjemand versucht, meine Worte umzudrehen. Naja, wie dem auch sei, ich bin leider nicht der Einzige, der das so kritisch sieht. Denn La Cadena Ser hat gestern ein Eröffnungsplädoyer gegeben. Hören wir uns das zusammen einmal an. Hallo, wie geht es Ihnen? Guten Tag. Willkommen bei Ser Deportivos. Real Madrid hat den gesamten Vorsprung, den sie nach dem Clásico auf Barça hatten, verspielt. Gestern in Montilivi ein Spiel mit mehr Zweifeln als Gewissheiten. Man zweifelt am System, man zweifelt am Spiel, man zweifelt an Bellingham, an Güler, an Xabi Alonso. Real Madrid ist die einzige Mannschaft der Welt, bei der ein zweiter Platz in der Liga und die Qualifikation für die nächste Runde der Champions League keine Garantie für den Verbleib sind. Mehr noch, Spiele wie das von gestern Abend bringen einen an den Rand des Abgrunds. Denn das Problem von gestern ist nicht mehr die Einstellung. In der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft zwar Einsatz, aber es fehlte am Spielerischen. Das Mittelfeld ist ein Problem, denn Güler ist nicht Modric, Valverde nicht Kroos und Bellingham nicht mehr der er war. Das Spiel ist durchschaubar. Man hat an Rodri gezweifelt, Zubimendi verpasst, den Vertrag mit Modric nicht verlängert, der in Mailand Erfolge feiert. Und dann passiert, was passiert. Und was passiert, ist, dass man die Schuld auf Xabi Alonso schiebt, aber das ist ungerecht. Er mag der Hauptschuldige sein, aber nicht der einzige Schuldige. Aber wenn er am Mittwoch in San Mamés nicht aufpasst, könnte er am Ende der Einzige sein, der die Zeche zahlt. Ja, ihr habt es selber gehört, Cadena Ser sagt selber schon, sollte Xabi Alonso, sollte die Mannschaft morgen bei Athletic Bilbao nicht eine Reaktion zeigen, könnte er derjenige sein, der die Zeche zahlt, als einziger. Ja, wie ich eben im Vorwort gesagt habe, die ersten Medienhäuser informieren darüber, dass Xabi Alonso vor einem Endspiel stehen könnte. Also das war El Larguero, ihr habt es selber gehört. Und auch The New York Times, The Athletic haben einen Artikel dazu geschrieben. Der Artikel ist ellenlang. Macht euch jetzt keine Sorgen, ich werde euch jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen. Aber den wichtigsten Teil werde ich euch vorlesen. Gehen wir da mal rein. Einblicke in Real Madrid, Differenzen in der Kabine, Schwierigkeiten für Xabi Alonso. Und wichtig ist, wie der Artikel beginnt. Und zwar, die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf mehreren Gesprächen mit verschiedenen Quellen in Madrid, die alle anonym bleiben wollen, um Beziehungen zu schützen. Logisch, da der Mario Cortegana, das ist der den Artikel geschrieben hat, ich sage es euch seit Monaten, ist sehr gut vernetzt im Madridismo. Der scheint sehr gute Quellen in die Kabine zu haben, aber die kann er natürlich nicht verraten, weil sonst werden diese Quellen schnell versieben. Auf jeden Fall schreiben sie da über die Ergebnisse, über die Situation von Madrid, dass Madrid gegen Mannschaften, die sie gewinnen müssen, Punkte liegen lassen hat, die Sensation auf dem Platz noch schlimmer ist als die Ergebnisse. Ja, und dann kommen wir in der Mitte circa des Artikels, steht der Bereich, der uns interessiert. Derzeit gibt es eine Gruppe von Spielern, die von Alonsos Methoden weiterhin nicht überzeugt sind. Und andere, die argumentieren, dass den Trainer keine Schuld trifft. Das ist nicht das Problem des Trainers, das ist ganz offensichtlich, sagte einer aus der letzteren Gruppe gegenüber The Athletic. Quellen aus dem Verein und dem Trainerstab bestätigen die Schwierigkeit, die aktuelle Situation zu verändern. Ein Sprecher sagte, die Lage sehe sehr schwierig aus, da wir sehr schlecht spielen. Ein anderer bezeichnete das Ergebnis und die Leistung von Sonntag gegen Girona, einem Abstiegskandidaten in La Liga, als Desaster. Auf die Frage nach Alonsos Zukunft, jetzt hinhören, dieselbe Quelle, dass Madrids bevorstehenden Spiele, sie spielen als nächstes am Mittwoch bei Athletic Bilbao, einem weiteren Auswärtsspiel in der Liga, nicht nur im Hinblick auf die Ergebnisse, sondern auch im Hinblick auf das Image wichtig seien. Also, wie ihr hört, das Ergebnis sei auf das Ergebnis und auf das Image wichtig.
Ihr wisst selber, was das bedeutet. Der Artikel geht dann noch weiter. Quellen aus dem engen Umfeld der Mannschaft bestätigen diese besorgniserregende Situation. Sie sagten, Alonsos Botschaft käme bei den Spielern nicht an, fügten aber hinzu, dass die aktuellen Probleme über den Trainer hinausgehen. Eine Quelle, die in der vergangenen Saison täglich in Valdebebas anwesend war, gab folgende Einschätzung. Das Problem ist nicht Xabi, Mbappé, Vini Junior und Bellingham sind inkompatibel. Mit diesen dreien kann man keine ausgewogene Mannschaft haben. Ja, die Mannschaft, diese Info wollte ich euch auch noch geben, weil viele von euch mir diese Meinung in den Kommentaren wiedergespiegelt haben. Aber ihr hört selber, nach El Larguero ist auch The Athletic oder New York Times beide der Meinung, dass es morgen bei Bilbao um ein Schicksalsspiel für Xabi Alonso es handelt. Wenn Real Madrid nicht die Reaktion zeigt, könnte es das letzte Spiel von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid sein. Und jetzt meine Meinung. Ich halte das für Quatsch. Ein Florentino Perez vor 15 Jahren, ja, dann würde ich diesen Artikel wahrscheinlich noch unterschreiben, denn da hatte ein Trainer nicht mehr so viel Spielraum. Aber ein Florentino Perez ist erstens viel ruhiger geworden und hat selber gesagt, er möchte das Projekt Xabi Alonso als Projekt für sein Real Madrid haben. Er möchte nicht das Projekt Vini Junior, Bellingham, Mbappé, was auch immer. Und Mbappé möchte ich ein bisschen rausholen. Der hat mit diesem ganzen Drama nichts zu tun. Das sieht man auch immer wieder in den Videos, die am Tag danach erscheinen, wie er immer kämpft und will und sagt, ob es auf dem Platz klappt oder nicht. Er macht auch viele Laufwege nicht richtig, die ein Mittelstürmer machen muss, aber der Wille ist zumindest da. Also ich möchte Mbappé mal ein bisschen rausnehmen. Aber ein Florentino Perez ist nicht mehr derjenige, der Trainer alle 2-3 Monate vom Hof jagt. Der ist eigentlich einer, der am Projekt festhält. Xabi Alonso ist ein langzeitiges Projekt und ich finde, Xabi Alonso muss mindestens 2 Saisons Zeit geben oder haben, um sein Projekt, durchzusetzen. Aber nur solange er auch verdammt nochmal Xabi Alonso ist und mit seinen Prinzipien lebt und stirbt. Also wie gesagt, sein Fußball muss gespielt werden, die Spieler müssen spielen, egal wie sie heißen, die seine Leistung abrufen oder die Leistung abrufen, die er sehen will. Und wenn das ist, dann bin ich der Meinung, Xabi Alonso ist der Richtige für das Projekt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Und um das Video zu beenden, gestern berichtet Sky News Deutschland in ihrem Namen Florian Plettenberg davon, dass Real Madrid an Nathaniel Brown interessiert wäre. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Exklusiv! Nathaniel Brown steht auf der Auswahlliste von Real Madrid für den kommenden Sommer. Der 22-jährige Linksverteidiger und neue Nationalspieler wurde zuletzt von den Scouts von Real Madrid in den Spielen gegen Köln und Atalanta Bergamo gesichtet. Auch Barcelona zeigte konkretes Interesse, während Manchester United die Situation beobachtet. Frankfurt sind 100% überzeugt, dass er im Sommer wechseln wird. Markus Krösche soll 60 bis 70 Millionen Euro fordern. Sky Sport Deutschland. Also, Markus Krösche ist wahrscheinlich der beste Sportdirektor in der Bundesliga. Was der immer wieder schafft, ist unglaublich. Der holt Spieler und verkauft die für das 10-fache, als dass er die geholt hat, wenn nicht noch teuer. Aber wir wissen auch, der ist in Verhandlungen verdammt hart. Ihr könnt mal bei dem Paris Saint-Germain nachfragen, wie viel sie für Kolo Muani gezahlt haben und wie viel sie am Anfang zahlen wollten. Ja, ihr hört selber, Real Madrid angeblich dran an Nathaniel Brown. Macht das irgendwo Sinn? Ja. Warum? Ein Fran Garcia hat für mich nicht das Niveau Real Madrid. Ich glaube nicht, dass er ein Spieler für die Zukunft unter Xabi Alonso ist. Oder unter welchem Trainer auch immer. Wir haben es ja eben selber gehört. Ein Ferland Mendy ist so verletzungsanfällig, dass du mit dem nicht langfristig planen kannst. Also, dass Real Madrid Ausschau hält nach einem neuen linken Verteidiger, macht Sinn. Ob Nathaniel Brown unbedingt der Richtige ist. Ich meine, Madrid hat schon mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Spieler, den sie nach 1-2 Saisons von Frankfurt geholt haben. Damals war das Jovic für 60 Millionen. Wir dachten alle, der zerschießt die Bundesliga. Und der hat in Madrid nie Fuß gefasst. Also aufpassen, Real Madrid. Wenn man schon einen linken Verteidiger holt, jemanden, der vielleicht schon über einige Jahre eine gute Leistung bringt. Ich sage immer wieder, vielleicht ein Grimaldo als Backup für einen Carreras wäre eine sichere, gute Wahl.
Aber vielleicht liege ich mit meiner Meinung falsch. Vielleicht kennt ihr Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt besser als ich. Vielleicht ist er ein Kandidat für Real Madrid. Auch dazu möchte ich eure Meinung in den Kommentaren lesen. Ja, das ist die Aktualität von Real Madrid. Morgen geht's mit dem wichtigen Auswärtsspiel weiter. Heute um 15 Uhr hält Xabi Alonso eine Pressekonferenz. Da wird's bestimmt 1, 2 interessante Informationen geben, die ich morgen mit euch teilen kann. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen ganzen Themen zu sagen habt. Ist Xabi Alonso für euch noch der richtige Trainer? Für mich absolut ja. Und auch, was ihr zu Nathaniel Brown, zu Endrick etc. zu sagen habt, lasst das bitte alles in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, teilen, liken, Follow da lassen, wer das noch nicht gemacht hat und hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hola Madrid!